Einen guten Tag miteinander. Ich habe heute wieder Freude wie verrückt, weil es gibt etwas anderes mit mehr Hubraum. Ihr wisst ja, mehr ist mehr. Also, sind gespannt. Die ganzen Stücke, die ihr viel im Hintergrund seht, da natürlich, das sind alles Schätze im Familienbesitz, sage ich mal so, teils mir, teils von den Eltern. Und der Norden da zum Beispiel, der ist jetzt 4 Jahre, ist der einfach da gestanden und der hat jetzt einfach wieder mal ein bisschen Liebe verdient. Sehr schönes Stück, macht unheimlich Spaß zum Fahren, die alten Geräte. Und jetzt schauen wir mal, ob der noch läuft. Nach dieser langen Zeit, das Leben von uns, das ist nicht nur 50 Kubik. Klar, es ist der grösste Teil, aber an solchen Sachen haben wir natürlich auch eine Scheissfreude. Das ist einfach pure Mechanik, das ist einfach geil, oder? Da hat es nicht ein Führungskabel, wo man irgendetwas einstecken muss, um eine Fehlermeldung zu schauen. Nein, nein, das ist alles nachvollziehbar. Das ist einfach der geile Shit. Kriegel, oder? Ja. Wir machen ja alles, wir schrauben nicht nur an Töffel, oder? Ja, hör auf mit dem Scheissdreck! Wie fliegt der Papa rein? Wir noch schauen, wie wir den Motor einbauen, aber... Das musst du rausschneiden. Rausschneiden. Super, danke Kriegel. Ja, bitte. Söderle. Natürlich alles ein bisschen schwerer als Mopeds. Das macht aber gar nichts. Das ist natürlich absolut eine geile Sache. Die haben natürlich auch ein lässiges Zeug gebaut. Man sieht es hier wunderschön. Das ist ein OHV, ein sogenannter Overhead Valve, also oberliegende Ventil. Auf dieser Seite sieht man wunderbar, der hat offene Ventilstößel. Also das ist etwas Geiles. Ich liebe das einfach, oder? Das ist jetzt ein 600 Kubik. Das ist relativ speziell. Die ersten Typen haben 79 x 120 Hub gehabt und die zweiten, glaube ich, 83 mm Durchmesser und 113 Hub, wenn es recht ist. Die haben 4 und 25 PS gehabt. Also das ist für diese Zeit natürlich hure geil. Da haben wir jetzt natürlich herrliche Büchlein. Da können wir schauen. Da haben wir wunderschön zum Beispiel eine Modellübersicht. Also das heisst, 1928 bis 32 haben sie als Beispiel das Modell 19 gebaut, Variante 1 und Variante 2. Da haben wir den Durchmesser, Kolbendurchmesser 79 auf 120 mm Hub und 82, nicht 83, 82 auf 113 mm Hub. Hat die 600 Kubiker gegeben. Gerade in England hat es unheimlich viele Töpfbauer gegeben, in Vorkriegszeit. Wie als Beispiel der Humber. Der Humber, das ist eine ganz kleine Manufaktur, die die Töpfe gebaut hat. Leider natürlich in der Kriegszeit sind die natürlich alle zugrunde gegangen, weil die Leute haben kein Geld mehr gehabt, um sich einen grossen Töpf zu kaufen. Aus dem heraus übrigens ist ja dann auch in den 50er Jahren die kleine Klasse entstanden, also die 100 Kubik und die 50 Kubik Sachen. Ganz, ganz viele kleine, ich will jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, sind natürlich dann übernommen worden, teilweise im besten Fall eben von Norton, von Triumph. BSA und so weiter. Einfach die grossen, die namhaften. Also wir fangen mal geschmeidig an. Oder nach 4 Jahren kann man natürlich nicht erwarten, dass man da einfach drauf hockt, einmal trampelt und dann ist das gut. Nein, nein, man muss da schnell ein paar Sachen schauen. Fangen wir jetzt mal an, schnell sicher mal Luft pumpen. Ja, der hat noch ein paar, oder? Das ist natürlich nicht ganz. He? Ich gebe jetzt mal 2,5, 2,8, 1,5. Ja. Wenn der natürlich läuft heute, dann gehen wir noch fahren. Das ist schon geil. Da haben wir 2 so Hebel. Der rechts ist meiner Meinung nach für den Jog und der links ist die Vorzündung. Und jetzt einfach schnell kontrollieren, ob das noch funktioniert. Ja, das funktioniert einwandfrei. Das ist eben das Geile. Bei diesen alten Hebeln, wenn du ein bisschen entspannt tuckerle, dann hast du hier ein bisschen auf Spatzündung und dann ist das wirklich ganz, ganz easy. Auch natürlich weniger Belastung für den Motor. Das muss natürlich vorab sauber eingestellt sein, die ganze Vorzündungsgeschichte, dass da quasi am Limit auf Spatzündung, dass das stimmt und die Vorzündung nicht zu früh ist. Sonst ist natürlich nicht gut für den Motor. Aber was ganz klar ist bei denen, dass wenn du Vorzündung gibst, dann ist es zum sportlich Fahren, für Höger auf, Berg auf und natürlich auch zum Starten. Oder da muss man ein bisschen Vorzündung und nachher während dem Fahren, wenn man schön entspannt am Cruisen ist, dann kann man mit der ein bisschen aufsparen. Das finde ich etwas Geiles. Dann schaue ich vielleicht noch
Den Unterbrecher schnell an. Also gut, dann mache ich das Deckel bereits schon wieder mal drauf. Dann, was ich sehr gut sehe, ist hier unten, das ist absolut nass. Ich mache mal den Benzinhahn auf. Ja, ich sehe schon, das fängt an zu laufen. Das ist sowieso natürlich eine Sache. Oder? Der Vergaser, das ist sicher etwas, das ich jetzt schnell auseinandernehme, weil nach 4 Jahren stehen, da weiss man natürlich nie, da ist das meistens ein bisschen verhockt und ein bisschen nicht mehr so wahnsinnig sauber. So, jetzt mache ich da, jetzt ist er ja schön trocken, jetzt mache ich da den Hahn mal auf. Ja, und ich sehe jetzt schon da, wie das Benzin anfängt zu ziehen, da sieht man es sehr gut. Also da ist etwas sicher nicht dicht, da unten auch nicht. Da fängt er auch an zu schwitzen. Also das ist sicher etwas, was man muss kontrollieren muss. Machen wir den gescheiter wieder zu. Ja, und das ist natürlich klar, so etwas geht natürlich auch gar nicht. Die Dinger haben natürlich einfach auch Liebe nötig und aber auch Liebe verdient. Aha, da sehe ich jetzt schon etwas, die ist so gut wie nicht angezogen gewesen. Also das ist sicher mal etwas. Und jetzt nehmen wir da unten einfach mal den Benzinschlauch fort. Aha. Ja, da sieht man, der Kabelbinder ist einfach etwas Gutes. Keine Ahnung, wieso dass das der oben Kabelbinder hat, aber die drehe ich auf. Ja, das ist genau. Ein bisschen eine Kombizange und ein bisschen Kabelbinder sollte man dabei haben, wenn man mit denen unterwegs ist. Jetzt nehmen wir das Ganze einmal fort. Das ist, der Aufbau ist sehr, sehr ähnlich natürlich wie bei den kleinen. Wir haben hier auch wieder den Schieber mit dem Jog. Wenn das Hebel quasi auf der oberen Stellung ist, dann ist der Jog drin. Wenn ich das Hebel runterziehe, dann ist der Jog draußen. Bei jedem ist das ein bisschen anders. Oder? Der eine hat halt die Zündverstellung rechts, der andere links. Die Zündverstellung ist Vorzündung nach vorne oder nach hinten. Und das ist natürlich immer lustig, wenn man das nicht weiss und wenn man ein bisschen umspielt. Und die Dinger beim Ankicken, wenn man da etwas falsch macht, dann haut es halt retour. Und das kann ziemlich heftig sein. Also da fliegst. Ich meine, ziehen euch das mal ein, wie wunderschön dass das gefertigt worden ist. Das ist alles gegossen worden. Ich stehe total drauf. Und der hat es jetzt verdient. Also da haben wir ja vorher schon gesehen, die Schraube da unten war nicht wahnsinnig angezogen gewesen. Also das machen wir sicher schnell auf und schauen das an und waschen das Ganze. Und tun den wirklich wieder richtig schön. Wir fangen mit dem an, dass der wieder glänzt und dann kommt der Rest dran. Genau, da schauen wir jetzt gerade mal schnell. Die Dichtungen, die sind an und für sich noch gut. Ich schaue dann, ob ich vielleicht neue habe. Und jetzt tun wir das mal schnell ein bisschen bützeln. Da haben wir gerade so ein bisschen Benzinlumpen. So, dann brauche ich natürlich Bremsreiniger. Jetzt einfach mal da rein die Kanäle und alles schön durchspülen. Mal schauen bei den Düsen, ob da etwas kommt. Ja, tipptopp. Läuft. So, das ist natürlich immer geil. Feine Stahlwolle kommt man wunderbar dahin das Zeugs. Da muss ich jetzt sicher auch schon schauen, weil da ist er ja nicht ganz dicht gewesen. Es hat zwar eine Dichtung drin da, aber irgendwie sonst auch noch ein bisschen Gedöns, was wahrscheinlich nicht sollte sein da. Das ist quasi das Gegenstück vom Gasschieber. Da ist da läuft nachher der Schieber drin. So, ich muss da mal schnell das Abziehsteinchen haben, irgendwie jetzt da ein bisschen Ablagerungen drauf. Nein, es ist ganz klar, bei diesen Töpfen, man sieht es überall am Motor, also das ist überall seicht ein bisschen Öl. Das ist irgendwie einfach normal. Die haben natürlich früher haben sie auch sogenannte Verlustschmierungen gehabt, als Beispiel. Also beim OHC zum Beispiel, Overhead Crankshaft, dort ist das so gewesen, dass dort einfach Öl ist. Dann hat man beim Hammer zum Beispiel hast du ein Rädchen und dann muss ich glaube, dort ist es 6 Tropfen pro Minute, irgend sowas. Also alle 10, 15 Sekunden ein Tropfen Öl. Dann geht das zuerst da oben in das ganze Gehäuse rein und nachher wird es verbrannt. Oder? Also das ist einfach die sogenannte Verlustschmierung. Also da haben sie ganz glatte Sachen gebaut. Oder? Dann haben sie da hinten das ganz Verreckteste, was ich mal gesehen habe, da hinten einfach ein Ölbehälterchen und dann eine Schnur.
eine Schnur, die dann einfach da oben an die Stelle hergeht, wo das geschmiert sein muss. Das heisst dann einfach, wenn das dort ein bisschen Öl gebraucht hat durch die ganze Belastung, dann hat es einfach immer wieder nachgezogen. Das ist wie wenn er einen Dochte ins Benzin oder ins Petrol hebt. Dann hat das ein bisschen Öl nachgezogen und dann ist das gut gewesen, oder? Also es ist einfach schlau. Wirklich einfach geil. Jetzt ist das natürlich wieder eine seidefeine Fläche. Ich ersetze jetzt die Breitendichtung durch eine schmälere, weil es ist ganz klar, natürlich, wenn man diese Dicke hat, braucht es mehr Druck zum Dichten, als wenn man nur so einen dünnen Ring hat. Der Gaser. Sich immer unheimlich feine gewinnt, einfach vorsichtig, weil Messing ist bekanntlich nicht wahnsinnig hart. Ja, jetzt ist er da wieder rausgerutscht. So. Jetzt ist es gegangen. Also, das ziehen wir gerade an, weil sonst geht es dann nämlich vergessen. Nicht, dass ich ein Grillenhirn wäre, ihr wisst es ja. Aber sicher ist sicher. So, jetzt ziehe ich den genug an und durch die dünne Fläche haben wir natürlich mehr Druck. Das ist einfache Physik. Vorsichtig. Vorsichtig mit der Dichtung. Das ist einfach, oder, Uta? Oh, Mist. Vorsichtig mit der Dichtung. Aber bei dem Vorsicht ist auch was. Vorsicht? Vorsichtig mit der Dichtung. Vorsichtig. Sobald ich anfange, drüber nachzudenken, ist es vorbei. Aber ganz fies fand ich übrigens auch den Knackpunkt. Knackpunkt. Der Knackpunkt? Das ist ein schöner. Du, aber deine Schleimhäute, die sind schon vorbei mit denen, oder? Warum? Ja, wie erträgst du das direkt mit der Nase da drüber? Mir wird das schon schwindelig. Aha, nein, das brauche ich schon fast ein bisschen. Bremsreiniger und Benzin, das ist eine optimale Mischung. Am Sonntagmorgen ein bisschen Bremsreiniger im Gesicht, das ist herrlich. Das ist einfach schön. So. Wunderbar, du. Ja, kann ich noch eins nehmen? Ist immer gut, wenn man nüchtern am Schrauben ist. Well, I can feel that things are getting hot. Einmal bombenfest, he? Dann hängen wir die Benzinleitung wieder an und schauen mal, ob das etwas gebracht hat. Also, wir machen da mal auf. Beide Seiten auf. Da schwitzt nichts mehr. Tatsächlich schön. Also da hat es ja vorher rausgedrückt. Da unten hat es sogar getröpfelt. Der Sieg ist wieder bombentrocken. Affengeil. Da haben wir den Öltank. Da macht man nachher das Öl auf, sobald er läuft. Weil da unten da geht das Öl rein. Im Motor da hat es ein ganz kleines Ölpümpel drin. Und dann wird das Zeug alles geschmiert und dann läuft es wieder zurück in den Tank. Da hat es noch völlig Öl drin. Wenn er dann läuft, dann kann man immer schnell da reinschauen, den Deckel wegschauen. Wenn Öl spritzt, dann sieht man, die Pumpe funktioniert. Oh ja, schau, jetzt sehe ich gerade noch etwas Schönes. Das müsst ihr euch noch geben. Das Teil hier, das geht über einen Kipphebel. Normalerweise sind die geschmiert mit Öl. Das ist eben auch so ein bisschen Verlustschmierung, wenn man will. Dann hat es einfach immer wieder mal einen Tropfen Öl, ist immer wieder mal hin. Dann ist immer alles, man sieht, es ist jetzt schon ein bisschen voll oben dran im Zylinderkopf. Aber da, das haben sie dann einmal umgebaut, der Vater mit seinen Jungs damals. Jetzt hat es da Fett drin, in diesem Körperli. Und jetzt kann man da einfach immer wieder ein bisschen nachdrehen und dann ist es quasi im Zylinder drin und der drückt einfach das Fett dann ein bisschen führen. Fett ist natürlich ein bisschen besser als Öl, weil da kann man es selber ein bisschen koordinieren, man kann selber ein bisschen Menge quasi einstellen. Einfach ab und zu wieder mal eine Viertelumdrehung rein und dann hat es da vorne, ist das alles ein bisschen geschmiert. Schauen wir jetzt da mal schnell rein, was da noch los ist. Ein Langgewinde, hä? Und dann mal durchtrampen. Und dann sollte das eigentlich funken, hä? Funkt nicht, dann müssen wir schon eine andere nehmen. Wir nehmen jetzt natürlich eine Iridiumkerze.
Schauen, ob es mit der, ich hoffe es, sonst ist das Problem nämlich noch jemand anders. Ja, aber das ist gut. Die tut, dann bauen wir das ein. Weg, das ist alles ölig. Also der kann ich euch sagen, der wird nachher aufpoliert, eine Stunde lang. So, wunderbar. Vergaser ist dicht. Benzin füllen wir noch ein bisschen Neues auf natürlich. Öl hat er. Kettenspannung ist noch ja. Funken tut er. Also sollte die Kiste theoretisch laufen. Das sieht voll cool aus. Ja, das ist geil, so Zeug. Das ist übrigens unsere Tanksäule, die brauchen wir jeden Tag. Beziehungsweise einfach immer, wenn wir Most brauchen, oder? Kelch. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also wenn so ein Hobel, sagen wir mal, eben wie jetzt der 4 Jahre sicher gestanden ist, also dann dürfen wir ruhig das Benzin ablassen und Neues hier tun. Das tut also niemandem weh. Sowieso bei diesen günstigen Preisen. Hast du noch altes Benzin von vorher? Ist noch billiges drin, genau. Und dann würde ich sagen, Musik! Also, jetzt wollen wir schauen. Also, das ist spät, das ist voll früh. Ich gehe mal ein bisschen in die Mitte. Jog ist so draussen, so drin. Dann Hahn auf, beide. Und dann pümpeln, bis etwas oben rauskommt. Das ist bei denen meistens so. Wir haben immer einen Punkt, was recht streng ist, wenn der Kolben an einer gewissen Position steht. Darum hat man auch zum Abstellen hat man hier hinten den Hebel. Dann seht ihr, dann geht es ganz ring. Das ist nichts anderes, als wenn ich an dem Hebel ziehe, dann ist quasi das Auslassventil offen. Oder? Also er hat keine Kompression mehr. Das ist eine Art Dekompression. Dann kann man hier ein bisschen suchen. Und dann mit Schmackes. Ja, das war jetzt genau die Position. Ah! Das Standgas müsst ihr euch jetzt sehen, wenn er ein bisschen gelaufen ist. Ganz hohe Bühne vibriert. Geil. Jetzt kann man da eben mit der Vorzündung kann man jetzt ein bisschen Retour. Dann sieht man sofort, was das verändert. Oder jetzt ist voll Vorzündung. Jetzt gehe ich da langsam ein bisschen Retour. Und dann wird er richtig schön. Das ist der Oberhammer. So ein tiefes Standgas. Das ist jetzt einfach nur noch geil. So geil, oder? Ist das nicht geil? Das sieht nach Fahren aus. Affengeil. Läuft. Jetzt kommt noch ein bisschen Polish. Schmeckt ein bisschen Polish. Und dann, wir gehen wieder mal auf die Teststrecke mit dem Gerät. So wieder. Also, ihr habt es gesehen, ich habe es gespürt, affengeil. Ich muss also sagen, das Ding hat wirklich Dampf. Das Teil ist um die 80 Jahre alt und das ist einfach nur noch geil. Das hat einen richtig sauberen Anzug, auch schön zum Fahren, sehr agil, unheimlich spaßig. Ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, tun wir das mehr verfilmen. Dann seht ihr mehr von dem ganzen Zeug mit mehr Hubraum.
Richtig geil. Also, einen guten Tag noch und bis bald. Ciao zusammen.